Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Voilà, darf ich vorstellen, François-Eugène de Savoie-Piémont-Carignan-Soissons, Prinz Eugen von Savoyen, in Form eines hochrepräsentativen höfischen Porträts. Alle Ingredienzien eines solchen können wir hier vorfinden. Prinz Eugen von Savoyen, perfekt, schön und elegant in seiner Prunkrüstung aus der Untersicht, also aus der Froschperspektive von Johann Gottfried von Auerbach, diesem offiziellen Hofmaler, dargestellt. Prinz Eugen von Savoyen wird mehrere Versionen dieses Bildes in Auftrag geben, um diese Werke, die eine ganz wichtige Funktion und Rolle innehaben, über die hohe Diplomatie in ganz Europa in Form von Geschenken zu verteilen. Und so wird uns auch klar, dass es sich nicht um eine reale Darstellung des Konkreten handelt, sondern um eine Fiktion, eine virtuelle Realität, wenn man so möchte. Prinz Eugen von Savoyen in seinem prunkvollen Gewand, das selbstverständlich sehr bewusst eingesetzt wird, um zu zeigen, dieser 1683 als 20-jähriger Wirtschaftsflüchtling aus Frankreich, aus Versailles, in die Residenzhauptstadt Wien gekommene, habe nichts. Dieser arme, junge Adelige bekommt die Chance seines Lebens, indem ihm Leopold I. die Möglichkeit gibt, in seine Armee aufgenommen zu werden und sich zu bewähren. Und mit strategischem Geschick und Talent zum Kämpfen wird Prinz Eugen von Savoyen nicht nur der erfolgreichste Feldherr des Hauses Habsburg werden, er wird auch einer der bedeutendsten Diplomaten und Politiker des Barock werden. Dies alles macht er sichtbar über die Auftragsporträts, die ganz im Sinne der höfischen Kunst ihrerseits Geschichten erzählen. Brokat, Samt und Seide, der Kürass in seiner metallisch glänzenden Eleganz und Ästhetik, eine fiktionale Kampfszene im Hintergrund. Wir können diese ganze Darstellung der Landschaft, die so virtuell scheint, nicht wirklich zuordnen und verorten. Das alles dient dazu, Prinz Eugen von Savoyen inszenatorisch als einen wichtigen, bedeutenden Mann seiner Zeit zu erleben und zu sehen. An seinem Hals baumelt der höchste Orden des Hauses Habsburg, nämlich das Goldene Vlies am Bande im konkreten Falle. Und im Vordergrund drapiert und raffiniert inszeniert der Hermelin gefütterte Mantel mit Goldstickerei auf Brokat, also alles Elemente, die uns zeigen, es handelt sich um einen sehr, sehr wichtigen Menschen. Ein für unsere Augen heute etwas unangenehm berührendes und verstörendes Detail, nämlich ein sogenannter Mohrenpage. Ein junger, farbiger Mensch, ein Schwarzer, der dem Adeligen, der Prinz Eugen von Savoyen, den Helm, einen Rüstungsteil reicht. Der Quellenlage gemäß hat Prinz Eugen von Savoyen niemals an seinem Hof einen Schwarzen gehabt. Aber ganz im Sinne der Usancen, der Gewohnheiten seiner Zeit, wie da einst auch schon August der Starke, lässt er einen solchen, politisch völlig inkorrekt aus unserer heutigen Selbstverständnissituation und Wahrnehmung, exotischen Menschen darstellen, um zu zeigen, wie kosmopolitisch, wie interessiert er ist. Und damit wird seine Bedeutsamkeit und Geltung für uns zusätzlich noch unterstützt und erlebbar gemacht. Mit austreibender Malweise, der Pinselstrich wird mit einem Schwämmchen geklettet, so zeigt Johann Gottfried von Auerbach diesen Mann, inszeniert ihn als einen wichtigen Vertreter des Hochadels, als einen höchst erfolgreichen Politiker, der in seinen Häusern, im oberen Belvedere, aber auch im Winterpalais, die offiziellen Gäste des Hauses Habsburg empfängt. Lassen auch Sie sich von Prinz Eugen von Savoyen empfangen, besuchen Sie ihn und erleben Sie die Aura dieses Bildes, das sich seit 2013 als erstes und einziges offizielles Porträt Prinz Eugens in den Sammlungen der österreichischen Galerie Belvedere befindet.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Belvedere.